Dear Heavenly Father, Lieber himmlischer Vater, Lord, we want to thank you for a new week of life. Herr, wir wollen dir danken für eine neue Woche des Lebens. And as we see that great day of test approaching, Und wenn wir den großen Tag des Testes herannahen sehen, Lord, I want to pray that you would help us fortify our minds, möchte ich dich bitten, Herr, dass du uns hilfst und unseren Verstand festigst with all the truths of the prophetic word, mit all den Wahrheiten des prophetischen Wortes, that we might understand these symbols sodass wir in der Lage sind, diese Symbole zu verstehen and have confidence in your promises, und Vertrauen haben können in deine Verheißungen, and that you might fit us up for what's coming, sodass du uns ausrüsten kannst für das, was vor uns liegt, that we might stand and not fall, dass wir stehen können und nicht fallen and that your name would be glorified. und dass dein Name verherrlicht wird. So please help us now as we go through this study this morning, So bitte hilf uns jetzt, wenn wir durch dieses Studium heute Morgen gehen, and help us to see the wondrous things out of thy law. und hilf uns, die wunderbaren Dinge aus deinem Gesetz zu sehen. And we ask this in the name of Jesus. Und wir bitten das im Namen Jesu. Amen. Amen. Yesterday we were going through this, looking at the understanding of these four cherubims. Gestern haben wir uns ja dieses Verständnis dieser 4 Cherubim angeschaut. And we began with a quote from CET, the one that says, the Lord told the four angels to hold. Wir haben mit dem Zitat aus CET angefangen, wo der Herr gesagt hat, haltet. Okay, so we can see that these four angels, whoever they are, they have the power to hold the four winds or to loose the four winds. Also wir sehen auf jeden Fall, dass diese 4 Engel, wer immer sie auch sind, die Macht haben, die 4 Winde zu halten oder auch zu lösen. And it was all based upon the blood of Christ. Und das war alles basierend auf dem Blut Christi. Because the blood is the grace that he gives us, right? Weil das Blut ist ja die Gnade, die er uns gibt. And we looked in the book of, or we looked in God's law in regards to this brass altar, Und wir haben dann auch in Gottes Gesetz nachgeschaut in Bezug auf diesen bronzenen Altar. which was four square, Der war viereckig right? And on the corner of each one of that altar there was this brass horn, und an jeder Ecke dieses Altars gab es dann ein bronzenes Horn. right? And last night Sister Jennifer, she sent me a message to clarify a point about that. Und gestern Abend hat Schwester Jennifer mir eine Botschaft oder eine Message geschickt, um das noch zu klären. Because the verses that I used in Ezekiel 43, Denn diesen Vers, den ich in Hesekiel 43 benutzt habe, they are to do with the daily sin offering, but it was more concerned about the Day of Atonement than the actual days prior to that. der hatte zwar auch mit dem täglichen Sündopfer was zu tun, aber das war mehr im Zusammenhang mit dem Versöhnungstag als mit diesem täglichen Dienst. But if you quickly just turn to Leviticus chapter 4, Aber wenn wir kurz zu 3. Mose Kapitel 4 gehen, right, verses 25 and 30. und lesen dann in 3. Mose 4 die Verse 25 und Vers 30. So, the first, in verse 25, it's dealing with leaders, and in verse 30, it's dealing with the common man, right? Also in Vers 25 spricht es über das Sündopfer für die Leiterschaft und in Vers 30 für das Sündopfer oder über das Sündopfer für die gewöhnliche Bevölkerung. It says, and the priest shall take of the blood of the sin offering with his finger, and put it upon the horns of the altar of burnt offering, and shall pour out his blood at the bottom of the altar of burnt offering. In verse 30, it says, and the priest shall take of the blood thereof with his finger, and put it upon the horns of the altar of burnt offering, and shall pour out the blood thereof at the bottom of the altar. Right? So, just to confirm that on the daily sacrifice, the day, from day to day, those that were presenting their sins before God, the blood was placed on these 4 brass horns. Das zeigt einfach nur von Tag zu Tag, wo sie ihre Sündopfer gebracht haben, da wurde das Blut dann auf diese 4 Hörner des bronzenen Altars getan. Okay, so
we were then we were going through the Bible looking at these, in the book of Zechariah, these horses with this man riding it. Und dann sind wir auch zum Buch Sacharja gegangen und haben dort diese Pferde gesehen mit dem Mann, der darauf geritten hat, zumindest auf einem Pferd. And we were looking at these horses had been walking to and fro through the earth. Und wir haben gesehen, dass diese Pferde hin und her durch die Erde gestreift sind. And understanding that the man that's sitting on the horse is the one that's controlling the horse. Und wir verstehen ja, dass der Mann, der auf diesem Pferd sitzt, der kontrolliert auch das Pferd. Right? Because at the beginning, when we read, it said, the Lord told the 4 angels to hold the 4 winds. Denn am Anfang sagt ja der Herr den 4 Engeln, die 4 Winde zu halten. And there's this relationship between the winds and the angels that are holding the winds. Und da gibt es also diese Beziehung zwischen den Winden und den Engeln, die diese Winde halten. And we were looking, and we've looked at this several times, that the walking to and fro is the work of Satan in bringing death, destruction, war, etc., upon the earth. Und wir haben das bereits oftmals schon angeschaut in Studien, dass dieses Hin- und Herstreifen durch die Erde das Werk Satans darstellt, wie er Tod und Zerstörung über die Erde bringt. Okay, and in Zechariah we were also looking at the fact that it says that there was these 4 horns that had scattered God's people. Und in Sacharja haben wir dann auch über diese 4 Hörner gelesen, die Gottes Volk zerstreut haben. But there was 4 carpenters that were doing this building work. Aber dann gab es auch noch diese 4 Zimmermänner, die dann dieses Wiederherstellungswerk taten. And we saw this relationship here between this raven and this dove. Und wir haben auch die Beziehung oder diese gleiche Beziehung gesehen zwischen dem Raben und der Taube. The raven is an unclean animal that was going to and fro until the waters dried up. Der Rabe ist dieses unreine Tier, der hin und her durchstreifte, bis die Wasser vertrocknet waren. Where the dove represents a clean animal, it was staying in the ark until it could find rest. Wohingegen die Taube ein reines Tier darstellt und sie blieb in der Arche, bis sie Ruhe finden konnte. And when you're looking at all these illustrations, it's just to see that there's always a righteous work going on at the same time Satan is doing his destructive work. Also wenn wir uns diese ganzen Darstellungen also ansehen und sie zusammenbringen, dann sehen wir, dass es immer ein gerechtes Werk gibt, zur gleichen Zeit, wo auch Satan dieses Zerstörungswerk tut. And we were looking at this at the beginning of the 1260 here. You have John is told to measure Jerusalem. Und wir haben auch gesehen, dass am Anfang der 1260 dann Johannes aufgetragen worden ist, Jerusalem zu messen. Okay, and we'll talk more about that this morning. Und das werden wir heute Morgen noch genauer betrachten. And in Zechariah chapter 1, the whole world was at rest, and he was told to go measure Jerusalem. Und in Sacharja 1 konnte man dann sehen, dass die ganze Erde ruhig war und ihm wurde dann aufgetragen, Jerusalem zu messen. Okay, and I'm making this, or at least bringing forth this theory that the measuring of Jerusalem is the numbering of God's people. It's the test that they're going through, and the angels are numbering them as they pass the test. Und ich möchte vorschlagen, dass dieses Messen von Jerusalem es darstellt, wie Gottes Volk durch diesen Test geht und es letztendlich darin besteht, Jerusalem zu vervollständigen oder die Anzahl zu vervollständigen. Okay, and we the last thoughts that we were coming to was this, and we went to Zechariah chapter 6. Und die letzten Gedanken, die wir uns dann noch betrachtet haben, waren in Sacharja 6. We were looking at these 4 winds, which was represented by 4 chariots. Da haben wir uns diese 4 Winde angeschaut, die dargestellt wurden durch 4 Streitwagen. Okay, they were coming between these 2 mountains of brass. Und die sind zwischen diesen beiden Bergen aus Bronze hervorgekommen. And a horn represents a kingdom. Und ein Horn stellt ein Königreich dar. And a mountain represents a kingdom. Aber ebenso tut das ein Berg. So when you follow it down, you have these horns, right? And you've got this 2-horned power right here. Wenn du hier die Darstellung aus Daniel 8 hinabgehst, dann hast du hier diese ganzen Hörner, aber hier unter dem 4. hast du diese 2 kleinen Hörner.
But we know, according to Revelation 11, right here, that when this trouble comes, that this kingdom that's set up here, they're going to cause strife amongst the nations to cause division. Aber wir wissen, basierend auf Offenbarung 11, dass hier diese Trübsal kommt und das wird dann Trennung und Krieg zwischen den Nationen herbeiführen. Okay, and you see this war between the north and the south representing this division of this kingdom. Und da kann man dann den Krieg zwischen Süd und Nord hier sehen. Das stellt dann diese Trennung innerhalb des Königreiches dar. The north represented the Pope and his army and the kings who have aligned themselves. Also der Norden stellt dann den Papst dar und seine Armee, also die Könige, die sich mit ihm zusammengeschlossen haben. But the south represented the people of those nations, the 10 kings, the 10 kingdoms, should I say. The people rise up and does this strife take Aber der place. Süden stellt dann die Bevölkerung dieser 10 Nationen dar, die dann aufbegehren gegen dieses System. And we marked it, remember, with Elisha, when he smites the waters get parted. Right? Und das haben wir auch in der Geschichte von Elia und Elisa, wo Elia die Wasser schlägt und die Wasser sich trennen. So basically when this takes place, this is marking this 4 winds, and we know that in Revelation 9 right here, the 4 angels are told, loose the 4 winds. Das markiert also hier diese 4 Winde, wenn die sich hier trennen, und das ist auch in Offenbarung 9 dargestellt unter der zweiten Wehe, wo die 4 Engel die 4 Winde dann lösen sollen. So you can see that there's this direct relationship between these 4 cherubim and the 4 winds, right? Deswegen wir sehen hier control diese them. direkte Beziehung zwischen den 4 Cherubim und den 4 Winden, die sie letztendlich kontrollieren. Okay, so go to Revelation chapter 7. Gehen wir zur Offenbarung Kapitel 7. I think this is where we finished last night. Offenbarung 7. Das ist, glaube ich, wo wir gestern aufgehört haben. Begin in verse 1. Offenbarung 7, Vers 1. It says, and after these things I saw 4 angels standing on the 4 corners of the earth. Where are the 4 angels standing? Wo stehen die 4 Engel? 4 corners, right? In den 4 Ecken oder Enden der Erde. So the golden altar in the sanctuary. Der goldene Altar im Heiligtum. What's on the corners of the golden altar? Was ist an den Ecken oder Enden dieses Altars, des goldenen Altars? 4 horns, right? Ebenso 4 Hörner. So in the daily service you had 4 horns on the brass altar, which is in the courtyard. Im täglichen Dienst hattest du 4 Hörner am bronzenen Altar, der im Vorhof stand. But on the Day of Atonement, when the priest was officiating in the temple, you also had him standing before this golden altar, and on each corner there was 4 golden horns. Aber am Versöhnungstag, wo der Priester oder Hohepriester dann im Tempelgebäude auch gedient hat, da hatte er auch diesen goldenen Altar mit diesen 4 Hörnern, den er sühnen sollte. So it's no accident when it says, I saw 4 angels standing on the 4 corners of the earth. Deswegen ist es kein Zufall, wenn hier steht, ich sah die 4 Engel an den 4 Ecken oder Enden der Erde stehen. Right, and both these altars, they have 4 horns on 4 corners, right? Und beide Altäre haben diese 4 Hörner an diesen 4 Ecken oder Enden. And that's where the blood was placed, right? Und das ist ja, wo das Blut dann draufgetan worden ist. Okay, but jump down to verse 3. Gehen wir jetzt aber zu Vers 3 runter. It says, saying, hurt not the earth, neither the sea nor the trees, till we have sealed the servants of God in their foreheads. And I heard the number of them which were sealed, and there were sealed 144,000 of all the tribes of the children of Israel. Right? Bis Vers 4. So these 4 angels, which are standing on the 4 corners of the earth, Also diese 4 Engel, die jetzt hier an den 4 Enden der Erde stehen,
represented by the altar in the sanctuary, dargestellt durch diesen Altar im Heiligtum. are holding these 4 horns, right? Sie halten hier diese 4 Hörner. And it's because the blood of Christ is placed upon them, right? Und der Grund dafür ist, weil das Blut Christi auf diese Hörner gelegt worden ist. Now, if we go to, and I've reposted it this morning, go to the live stream, there's this quote from the Book of Education. Dann gehen wir jetzt zum Livestream, da ist ein Zitat gepostet aus dem Buch Erziehung. And it's talking about these 4 cherubim. Das ist das allererste Zitat, was heute Morgen gepostet worden ist. Und es spricht hier über diese 4 Cherubim. It says, upon the banks of the river Sheba, Ezekiel beheld a whirlwind seeming to come from the north. Okay, so where is Ezekiel? Wo ist Hesekiel? Sorry, Phil. Well, you mean... No. I'm asking where is in here, sorry. Also wo auf der Linie ist Hesekiel? Okay, he's at the 5th day of the 4th month, right? Also er ist am 5. Tag des 4. Monats. Which was, yes, it's right. It was midnight, but this is also midnight. So just to make the point clear, he's here, right? Also Mitternacht, aber das ist in dem Sinne ja auch Mitternacht, deswegen müssen wir ein bisschen das am besten genauer benennen, damit wir wissen, worüber wir sprechen. Also er ist hier am 5. Tag des 4. Monats. So, and it says, Ezekiel beheld a whirlwind seeming to come from the north. Also Hesekiel sah jetzt diesen Wirbelsturm, der aus dem Norden kam. Now, we'll come back to the quote in a minute. Go to Proverbs chapter 1. Da kommen wir jetzt gleich zurück. Gehen wir noch zu Sprüche Kapitel 1. Sprüche 1 Verse 27. und lesen dann Vers 27. It says, when your fear cometh as a desolation, and your destruction cometh as a whirlwind. So, what's the whirlwind coming as? Also wie kommt der Wirbelsturm? A destruction. Als eine Zerstörung. So, what did Ezekiel see? Und was hat Hesekiel gesehen? Yes, coming from where? Ein Wirbelsturm und der kam woher? Aus dem Norden. The north, right? So, this whirlwind that's coming from the north is the destroyer, right? Also der Wirbelsturm, der aus dem Norden kommt, das stellt den Zerstörer dar. But what did Ezekiel see? Aber was hat Hesekiel gesehen? Vor Cherubim. He saw 4 cherubim, right? 4 Cherubim gesehen. So, what's the relationship here? Also was ist der Zusammenhang hier? That's not what I'm asking. That's true, but the relationship is that the 4 cherubim have got a relationship to this whirlwind coming from the north, right? Also der Punkt ist, dass diese 4 Cherubim in einem Bezug stehen zu diesem Wirbelsturm, der aus dem Norden kommt. Back Proverbs, verse 28. Gehen wir zurück zu Sprüche 1, Vers 28. It says, Then they shall call upon me, but I will not answer. They shall seek me early, but they shall not find me. For they that hated knowledge and did not choose to fear the fear of the Lord, they would none of my counsel, they despised all my reproof. Therefore they shall eat the fruit of their own way, and be filled with their own devices. For the turning away of the simple shall slay them, and the prosperity of fools shall destroy them. But whoso hearkeneth unto me shall dwell safely, and shall be quiet for the fear of evil. Why? Vers 33. Why will you, in verse 33, what's it talking about? Worüber spricht hier Vers 33? Warum ist das so? This is just saying the same thing, but why? Warum? In the refuge city. Yeah, you're in the refuge city, right? Ja, weil du in der Zufluchtsstadt bist. Okay, so you're going to dwell safely, because if on the
at the Passover, as long as they remained in the house, they were safe, right? Also du wirst hier sicher wohnen, denn beim Passa, solange sie im Haus blieben, waren sie in Sicherheit. As long as you remain in the refuge city, you are safe, right? Solange du in der Zufluchtsstadt bleibst, bist du sicher. Okay, so we can see the relationship here that what Ezekiel is seeing, he's seeing the king of the north coming, and he's prophesying, he's having it revealed to him that God is saying that that's what's coming. You need to warn them, right? Deswegen letztendlich, was Hesekiel gesehen hat, er hat den König des Nordens kommen sehen und Gott hat ihm aufgetragen, du musst jetzt das Volk warnen vor dem, was kommt. Okay, go to Jeremiah 37. Gehen wir jetzt zu Jeremia 37. Now remember, right here in 1848, when the kings bring the Pope together and want to put him on the throne, what happens? Denkt dran, hier in 1848, als die Könige jetzt zusammenkommen und den Papst wieder auf den Thron setzen wollen, was passierte dort? The south comes against the north, right? Kam der Süden gegen den Norden, richtig? Okay, so, and we know that this great commotion begins to take place. Und wir wissen, dass diese große Unruhe dann hier stattfindet. Okay, so when you bring line upon line together, then you start to understand all the different things that are taking place here. Und wenn wir Linie auf Linie zusammenbringen, dann können wir diese ganzen verschiedenen Dinge hier verstehen, die dann hier stattfinden werden. But we know in the story of Matthew 24, in the time of Christ, it's marked by Cestius, surrounding Jerusalem. Und wir wissen, dass Matthäus 24 ja hier diese Stelle markiert, wo Cestius jetzt Jerusalem umlagert. But it says that the south is going to come and cause great commotion at the same time. Right? Wir wissen auch, dass der Süden kommen wird und große Unruhe zu dieser Zeit And in this history herbeiführen wird. of 1848, it suddenly comes to a stop. Und in der Geschichte von 1848 kommt es dann hier plötzlich zu einem Stopp. In the history of in Matthew 24, it talks about how Rome suddenly flees away, right? Und in der Geschichte von Matthäus 24, Yep, Matthew. dass Rom plötzlich hinwegfliegt. Luke 21, Matthew 2. But in Jeremiah 37, it brings these two thoughts together. Jeremia 37 bringt diese beiden Gedanken zusammen. Let's go to verse 5. Lass uns zu Vers 5 gehen. It says, Then Pharaoh's army was come forth out of Egypt. So, who's Pharaoh's army a symbol of? Wer ist Pharaos Armee? Wen stellt er dar? South. The south, right? That's Der what we're Süden. talking about. We're talking about a war between the north and the south, right? Wir sprechen über einen Krieg zwischen Nord und Süd. Then Pharaoh's army was come forth out of Egypt, and when the Chaldeans that besieged Jerusalem heard tidings of them, they departed from Jerusalem. Then came the word of the Lord unto the prophet Jeremiah, saying, Thus saith the Lord, the God of Israel, Thus shall ye say to the king of Judah that sent you unto me to inquire of me, Behold, Pharaoh's army, which is come forth to help you, shall return to Egypt into their own land. And the Chaldeans shall come again and fight against the city and take it and burn it with fire. So, where Bis Vers 8. on our line is the south going to go away? Also wo auf unserer Linie wird der Süden weggehen? Right here, right? Yes. Hier. Same time as the north retreats, right? Also zur selben Zeit, wo der Norden auch wegfliehen wird. But what's he prophesying about right here? Aber was sagt es hier? Was weissagt er hier? Just because the south rose up and caused all these problems, right? Nur weil der Süden aufbegehrte und all diese Probleme hervorgerufen He hat, says the north is going to come regardless, right? da wird der Norden trotzdem wieder kommen. Verse 8, it says, The Chaldeans shall come again and fight against the city and take it and burn it with fire. Vers 8 haben wir nochmal gelesen. Thus saith the Lord, Deceive not yourselves, saying, The Chaldeans shall surely depart from us, for they shall not depart. For though ye had smitten the whole army of the Chaldeans that fight against you, and there remain but wounded men among them, yet should they rise up every man in his tent and burn this city with fire. Right? Das ist Vers 10.
So we know right here when Cestius departed, right, it teaches us that Titus is going to return, Wir right? wissen, dass als Cestius dann hier wegfloh, dann würde Titus hier wiederkommen. Okay, so when you go back to the quote from Ezekiel's vision Wenn wir zurückkommen zum Zitat aus Hesekiels Vision, and Book of Education, das erste Zitat wieder. it says, upon the banks of the river Shebar, Wir Ezekiel lesen ganz beheld, von Anfang nochmal. Ezekiel beheld a whirlwind seeming to come from the north, a great cloud and fire unfolding itself, and a brightness was about it, and out of the midst thereof as the colour of amber. A number of wheels intersecting one another were moved by 4 living beings. Right, so the 4 living beings, these 4 angels, are the ones moving these wheels. Right? So diese 4 lebendigen Wesen, sie bewegen diese Räder hier. High above all these was the likeness of a throne, as the appearance of a sapphire throne, and upon the likeness of the throne was the likeness as the appearance of a man above upon it. And there appeared in the cherubims the form of a man's hand under their wings. So this man on the throne, where is his hands? Also der Mann auf diesem Thron, wo befinden sich seine Hände? Okay, so Unter den Flügeln der Cherubim. what does that mean? Was stellt das dar? Right, he's the one that's guiding and directing where they should go. Er ist in Kontrolle, er lenkt und führt sie, wo sie hingehen sollen. Who was it shouted to the 4 angels right here? Wer war es, der diese 4 Engel zu denen gerufen hat, dass sie halten sollen? Yes, it's Christ, right? Christus. Christ is the one telling them, hold, 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 right? Christus ist derjenige, der sagt, haltet, 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 haltet. The wheels were so complicated in arrangement that at first they appeared to be in confusion, but they moved in perfect harmony. Heavenly beings, sustained and guided by the hand beneath the wings of the cherubim, were impelling these wheels above them. Upon the sapphire throne was the Eternal One, and round about the throne a rainbow, the emblem of divine mercy. Right? So, these 4 angels are the ones impelling the wheels, but they're being guided and directed by Christ. Also diese 4 Engel, diese 4 Cherubim sind diejenigen, die diese Räder anstoßen oder zum Drehen bringen. Aber es ist Christus, der das durch seine göttliche Hand alles leitet. Let's read on. Lass uns den nächsten Absatz lesen. As the wheel-like complications were under the guidance of the hand beneath the wings of the cherubim, so the complicated play of human events is under divine control. So what's the wheels that the angels are impelling? Also was sind die Räder, die die Engel hier anstoßen? The complicated play of human events, right? Es ist dieses komplizierte Zusammenspiel von menschlichen Ereignissen. And then it says, amidst the strife and tumult of nations, he that sitteth above the cherubim still guides the affairs of earth. So what's it explaining to us now that the turning of the wheels represents? Was erklärt uns das jetzt? Was bedeutet es, wenn die Räder sich drehen? The strife and tumult of nations, right? Das bedeutet dieser Streit und dieser Tumult der Nationen. Okay, now remember that Sister White has this quote where she says there's 2 beasts. One comes out of the sea, one comes out of the earth, right? Und erinnert euch, Ellen White hat dieses Zitat, wo dieses eine Tier aus dem Meer kommt und das andere Tier aus der Erde. What do they represent? Und was stellen sie dar? Oh, we've read this quite a few times. Und wir haben dieses Zitat ein paar Mal schon gelesen. What's the difference when it comes out of the earth or when it comes out of the sea? Und was ist der Unterschied, wenn ein Tier aus dem Meer kommt oder wenn ein Tier aus der Erde emporsteigt? No, that's what I mean, but explain yourself. Also erklär das. Which one's which? Was ist was? No. I'm asking. There's 2 beasts. One comes out of the sea, one comes out. One's which? What is it? Also wenn ein Tier aus dem Meer kommt, was bedeutet das? Wenn das Tier aus der Erde kommt, was bedeutet das? So as I understand, the papacy comes out in the time of
No, yeah, maybe not understand what I'm asking. The beast that comes out of the sea, what does that represent? Also wenn das Tier, was aus dem Meer kommt, was stellt das dar? Was stellt das Meer dar? No, it's a simple question, right? One represents, you said one represents peace, one represents war. Which one is which? Also eines stellt Frieden, das andere stellt Krieg dar. Welches ist was? No, it's not of course. This is why we're doing a class. The earth is when it's peace, yeah, time of peace, and it's come out of the seas. Okay, that's what I'm asking. So we are on this. So when a beast comes out of the sea, it represents strife and tumult, right? Also wenn ein Tier aus dem Meer kommt, dann stellt das hier diesen Streit und diesen Tumult dar. Okay, and that's what we just read here, right? Das ist, was wir gerade hier im zweiten Absatz gelesen haben. So the strife and tumult has something to do with these four winds, right? Also dieser Streit und dieser Tumult hat also etwas zu tun mit den 4 Winden. So in Daniel chapter 7, when those nations are coming up out of the sea, what is also marked there? Und in Daniel Kapitel 7, wenn diese 4 Tiere dort aus dem Meer kommen, was wird da auch markiert? When the four beasts are coming out. Oh no, we're not getting. Go to Daniel 7. Gehen wir jetzt zu Daniel 7. And let's read verses 1 and 2. Und lasst uns die Verse 1 und 2 lesen. Daniel 7, Verse 1 bis 2. It says, in the first year of Belshazzar, king of Babylon, Daniel had a dream and visions of his head upon his bed. Then he wrote the dream and told the son of the matters. Daniel spake and said, I saw in my vision by night, and behold, the 4 winds of the heaven strove upon the great sea, and 4 beasts came up from the sea, diverse from one another. So what Bis is Vers 3. the point I'm making is when they're coming up out of the sea, what is linked to coming up out of the sea? Also What's was ist happening? verknüpft mit, wenn diese Tiere aus dem Meer kommen? Was passiert hier? The 4 winds. Ja, wir haben right? diese 4 Winde. So that's why I was asking this vision, when a beast is coming up out of the sea, right, it's marking, it says that it's revolutions, war, tumult, and all those sorts of Also things, wenn ein right? Tier aus dem Meer kommt, dann markiert das diesen Krieg, diesen Tumult, diese Revolution und all diese Dinge. So that's what the 4 winds represents, right? Das ist, was die 4 Winde darstellen. And these 4 beasts, which are moving these wheels, are directly linked to the 4 winds, right? Diese 4 Tiere oder diese Cherubim, die verbunden sind mit den 4 Winden, sie drehen ja diese Räder. And it says that the moving of these wheels is the strife and tumult of nations. Und wir haben ja gelesen, dass dieses Drehen der Räder diesen Tumult und diesen Streit unter den Nationen darstellt. So in essence, what does Ezekiel see that's coming? Deswegen im Grundsatz, was sieht Hesekiel, was kommt da auf ihn zu? Say it louder, Führer. Streit und Tumult. Okay. Shaking. Yes, but okay, he sees the 4 winds are coming, right? Er sieht letztendlich, wie die 4 Winde kommen. This is the point. It's all about these 4 angels and the fact that these 4 angels are directly linked to the loosening and the holding of the 4 winds. Es geht ja um diese 4 Engel und diese 4 Engel sind immer in Zusammenhang mit dem Lösen und mit dem Halten der 4 Winde. Now in this quote from Sister White in 1 Testimony, she says, or linked to this quote in 1 Testimony, there's a quote that says there was a seeming slackening up once or twice, right? Und es gibt dann auch so ein Zitat, wo Ellen White in Bezug auch auf das Zitat aus 1. Testimonies über die kleine Zeit des Friedens ein anderes Zitat hat, wo sie sagt, da schien es ein Nachlassen 1- oder zweimal zu geben da in Europa. And in the quote from 1 Testimony, she goes, there seemed to be a little time of peace. Und im Zitat aus dem ersten Band der Zeugnisse sagt sie, da schien es eine kleine Zeit des Friedens zu geben. So what she's saying in both those illustrations, Was sagt sie also in diesen beiden Darstellungen? this word, there seemed to be, right? Sie sagt, da schien es das zu geben. When you say there seemed to be, what is being emphasized? Also wenn es sagt, es schien so zu sein, was wird damit zum Ausdruck gebracht? Was möchte man hervorheben?
Okay, it looks like it, right? Es schien nur so auszusehen. So what's it going to look like here? Also wonach wird es ausschauen hier? Looks like everything goes back to normal. It seems that, okay, we're all back to normal, Also es right? scheint dann so, dass alles einfach so wie normal aussieht und dass wieder alles ganz normal vorwärts gehen wird. But what's Ezekiel being shown? Aber was wird dem Hesekiel hier gezeigt? Don't fool yourself, right? Betrüg dich nicht selbst. Why are we told to flee right here? Warum wird uns gesagt hier, dass wir fliehen müssen? Because the destroyer is hot on your heels, Weil right? der Zerstörer auf deinen Fersen ist. It says in Jeremiah 37, deceive not yourselves, right? In Jeremia 37 haben wir gelesen, verführ dich nicht selbst. What are you to make right there? Was musst du hier machen? Haste, Du right? musst dich beeilen. So Ezekiel's vision is basically showing, don't be deceived by this. What happens right here? It's coming, and it's coming furiously, right? Deswegen Hesekiels Vision sagt uns deutlich, da möchte Gott uns deutlich sagen, verführ dich nicht, denn diese Zerstörung wird kommen und sie wird gewiss kommen. So when Und we sie go wird back to gewaltig kommen. this quote, Und wenn wir zurückkommen jetzt zu dem Zitat next paragraph, aus Erziehung, nächster Absatz, der dritte. she now changes the thought and brings another thought in to Ezekiel's vision. Also sie bringt jetzt einen anderen Gedanken hier ins Spiel und verknüpft ihn jetzt mit Hesekiels Vision. It says, the history of nations that one after another have occupied their allotted time and place, unconsciously witnessing to the truth of which they themselves knew not the meaning, speaks to us. So, she's taken her mind now to all the past histories of the Bible, right? Also sie nimmt jetzt unseren Verstand und bringt ihn zu all den vergangenen Geschichten der Bibel. And then she says, to every nation and to every individual of today, God has assigned a place in His great plan. Today, men and nations are being measured by the plummet in the hand of Him who makes no mistake. What are they being? Also was wird mit Menschen und Nationen heute gemacht? Measured. Sie werden gemessen. What is John told to do right here? Was wurde Johannes hier gesagt zu tun? Measure, right? Zu messen. What was the young man told to do in the vision of Zechariah? Was right wurde here? dem jungen Mann hier in der Vision des Zacharias aufgetragen zu tun? Measure, right? Zu messen. So Ezekiel is given this vision about these four cherubim, how they're coming like a whirlwind out of the north, and now she starts talking about men and nations being measured. Also Hesekiel wird ja hier die Vision gegeben über diese 4 Cherubim und aus dem was kommt? The cherubims come out of the north or the Yeah, he gets a vision of these four cherubims that are been likened unto this whirlwind coming out of the north. Also werden diese 4 Cherubim gezeigt mit diesem Wirbelsturm, der dann aus dem Norden kommt. Right, and it says, Und das ja. all are by their own choice deciding their destiny. Der letzte Satz des Absatzes: Alle bestimmen ihr Schicksal aus freier Entscheidung. Right? Richtig. So, every moment of every day, we choose, right, who we are serving. Jeder Moment, jeden Tages wählen wir, wem wir dienen. Because to be sanctified through the truth, what must you do? Denn geheiligt zu werden durch die Wahrheit, was müssen wir tun? You have to be doers of the word and not hearers Du only. musst Right? Täter des Wortes sein und nicht bloß Hörer allein. So you must first make sure that you understand what is right and then make the decision to do what is right. Deswegen, du musst erst verstehen, was richtig ist, und dann musst du auch die Entscheidung zu treffen, das zu befolgen, was richtig ist. So it says the measuring here is the choices that you're making, right? Deswegen sagt uns hier, dass dieses Messen letztendlich diese Wahl darstellen, die du jeden Tag triffst. Right? Richtig? Not making anything. I'm just taking. Oder She diese says one Entscheidung. line and then she explains what it means, right? Denn sie sagt ja erstmal hier diese Aussage mit dem Messen und dann erklärt sie, was sie damit meint. Now, I put another quote in there from the youth instructor. Ich habe hier noch ein weiteres Zitat hier in die Livestream-Gruppe gepostet von Youth Instructor.
Das ist das letzte, was gepostet ist. This will just confirm what we are, or at least what I'm understanding. Oder es ist vorletzte, sehe ich gerade hier. Das Deutsche ist das I vorletzte. think it's. Ah, It says, haben Sie. yeah, have you, dear youth, your lamps trimmed and burning. So where does it immediately take you to? Also wohin bringt dich das sofort hier mit dem ersten Satz? Yeah, the parable of the 10 virgins, right? Matthäus 25, das Gleichnis der 10 Jungfrauen. And the parable of the 10 virgins is also the vision of Zechariah, right? Und das Gleichnis der 10 Jungfrauen ist auch die Vision des Zacharias. In the vision of Zechariah, you've got these two mountains of brass, and out of the middle it's coming these 4 winds, In right? der Vision des Zacharias haben wir diese 2 Berge aus Bronze und aus der Mitte kommen hier diese 4 Streitwagen. Okay, so in this quote, immediately she takes you to the same vision, right? Und in diesem Zitat bringt sie dich sofort zu derselben Vision. She's saying, have you, dear youth, your lamps trimmed and burning. Why? Habt ihr die Lampen brennend und bereit? Why? Warum? The storm's coming. Yes, because the storm is coming, Weil right? dieser Sturm hier kommen wird. The work is going on in the heavenly court. In vision on the Isle of Patmos, John said, and there was given me a reed like unto a rod, and the angel stood, saying, arise and measure the temple of God, and the altar and them that worship therein. This solemn work is to be done upon the earth. Look and see how stands your measurement of character as compared with God's standard of righteousness, his holy law. The worshippers have to pass under the measuring line of God. So what's the measuring line? Das ist hier diese Messlinie. It's a test, Das ist die right? Messschnur. It's, Das ist ein Test. so when John's told to measure the temple, it's marking the point where the 4 winds are being loosed and you're going to be tested. Also als Johannes gesagt worden ist, misst den Tempel, markiert das also einen Test, wo jetzt auch die 4 Winde gelöst werden. Because what did he do to Job right here when he loosed Satan to come and afflict Job? What was he doing to Job? Denn als er hier Satan losgelöst hat, um Hiob zu peinigen, was hat er mit Hiob gemacht? Testing. Yes, he was testing and proving his character. Er hat Right? Hiobs Charakter dann geprüft und geprobt. And then the exact same thing again right here, right? Und das weitere Mal kam dann hier am Mitternachtsruf. So it says the worshippers are to pass under the measuring line of God. Who will bear the test? Christ says, I know thy works. Nothing is hid from him whom John says, his head and his hair were white like wool, white as snow, and his eyes were as a flame of fire. How many are purifying their souls by obeying the truth? Right? So when there's a known duty before us, we must obey God, right? We must crucify self and do what we know is right. Wenn es dort ein klares Gebot Gottes gibt, dann müssen wir unser Ich kreuzigen und Gottes Gebot gehorchen. Okay, so go back to the book of education. Gehen wir zurück zum Buch Erziehung. Das erste Zitat wieder. Yes. And it begins with the history. It says, Und das fängt jetzt hier, es ist 178.2, die Geschichte der Nationen. okay. The history which the great I Am has marked out in his word, uniting link after link in the prophetic chain from eternity in the past to eternity in the future, tells us where we are today in the procession of ages and what may be expected in the time to come. All that prophecy has foretold is coming to pass until the present time. Entschuldigung, sorry, I gave them the wrong paragraph. Das ist 178.3, beginnt mit die Geschichte, die das große Ich bin. Yeah. Oder der große Ich bin. All that prophecy has foretold is coming to pass until the present time has been traced on the pages of history, and we may be assured that all which is yet to come will be fulfilled in its order. So, we know that in Millerite history, right, the 5th day of the 4th month was July 21st. Und wir wissen, dass in der Miller-Geschichte der 5. Tag des 4. Monats der 21. Juli war. And Samuel Sheffield Snow began to give a warning, right? He was explaining and unfolding the truths of the midnight cry message. Und Samuel Snow hat dort die Warnung gegeben, er hat die Wahrheiten des Mitternachtsrufs dort entfaltet.
And we see that the parallels with Ezekiel's vision, which is in history, showing this 4 cherubims coming like a whirlwind out of the north. Und wir sehen die Parallele hier in Hesekiels Vision, wo er diese 4 Cherubim sieht, die wie ein Wirbelsturm aus dem Norden kommen. So and she's basically explaining that those past histories are to teach us where we are today in the play of events. Sie sagt uns ja hier in dem Zitat, dass diese vergangenen Geschichten uns lehren sollen, wo wir uns heute in der Geschichte der Welt befinden. And does it enable us to do that? Und befähigt uns das auch zu tun? Yes, right. Ja. Can we see where we are in the prophetic narrative? Können wir jetzt erkennen, wo wir sind in der prophetischen Erzählung? Yes, right. Ja. Okay, so and it says that everything that's to come will be fulfilled in its order, Und right? jetzt nochmal im letzten Satz, dass alles, was kommen wird, sich auch in seiner Reihenfolge erfüllen wird. She then says the final overthrow of all earthly dominions is plainly foretold in the word of truth. Nächster Absatz. In the prophecy uttered when sentence from God was pronounced upon the last king of Israel is given the message. Thus saith the Lord God, remove the diadem, take off the crown, exalt him that is low, abase him that is high. I will overturn, and it shall be no more till he come whose right it is. So linked to Ezekiel, the vision that Ezekiel sees is also linked this prophecy, right? The final rise and fall of earthly nations. Also right? im Zusammenhang mit der Vision, die Hesekiel in Kapitel 1 sieht, wird auch jetzt hier noch der finale Aufstieg und Niedergang der Nationen verbunden. Where do we see these 4 nations rising? Und wo sehen wir, dass diese 4 Nationen aufkommen? In Daniel 7, right? In Daniel Kapitel 7. Babylon, Medo-Persia, Greece and Rome, right? Also von Babylon bis hinab nach Rom. And right there when it's rising, the 4 winds are blowing, right? Und genau hier, wo es anfängt aufzukommen, da wehen diese 4 Winde. And Christ says, hold, Und right? Christus sagt, haltet. To the 4 angels. Und zwar zu den 4 Engeln. But now it brings us down to this point right here where he's saying, don't be fooled, right? It's coming and it's going to come worse than it was before, right? Aber Gott bringt uns dann hier hinab zu dem Punkt und da sagt Gott uns wieder, lass dich nicht verführen, es wird wiederkommen. Because she confirms it and she says, that time is at hand. Today the signs of the times declare that we are standing on the threshold of great and solemn events. Also wir lesen jetzt hier 179.4, die Zeit ist nahe. Everything in our world is in agitation. Before our eyes is fulfilling the Saviour's prophecy of the events to precede his coming. He shall hear of wars, rumours of wars, nation shall rise against nation, kingdom against kingdom. There shall be famines, pestilence, earthquakes in diverse places. Right here, well, when this 4 beasts rise, right? Also genau hier wird das alles stattfinden, wenn diese 4 Tiere aufkommen werden. Okay. But just jump past the next paragraph to the last one. Und springen wir jetzt direkt zum letzten Absatz. It says, angels. Which angels? Es steht hier Engel. Welche Engel? The 4 angels, right? Die 4 Engel. Are now restraining the winds of strife, that they may not blow until the world shall be warned of its coming doom. But a storm is gathering, ready to burst upon the earth. And when God shall bid his angels loose the winds, there will be such a scene of strife as no pen can picture. So when the winds are loosed, what is going to be seen? Also wenn die Winde gelöst werden, was wird dann sichtbar werden? Strife, right? Dieser Streit, ein Kampf. Okay, so you can see that whenever the winds are held, there is peace. Whenever the winds are loosed, there is strife and tumult. Also wenn die Winde gehalten werden, dann ist da Frieden. Wenn sie gelöst werden, ist da Kampf und Tumult. Okay, so go to Revelation 9. Gehen wir jetzt zur Offenbarung Kapitel 9. Verse 13. Offenbarung 9 und dann Vers 13. It says, and the 6th angel sounded, and I heard a voice from the 4 horns of the golden altar which is before God. So, he hears a voice from the 4 horns, right? So it's bringing this Also er hört jetzt hier diese Stimme, die von den 4 Hörnern
des goldenen Altars ausgeht. saying to the sixth angel which had the trumpet, loose the four angels which are bound in the great river Euphrates. So what's linked to the four horns from the golden altar? Im Vers 14 noch gelesen, was ist jetzt hier verknüpft mit den 4 Hörnern des goldenen Altars? The four angels, Diese right? 4 Engel hier, Which are going to loose the four winds, right? die dann auch diese 4 Winde loslösen werden. And it says, which are bound in the great river Euphrates. Die dort an großen Euphratstrom gebunden sind. And what was happening with the great river Euphrates right here? Und was passierte mit dem großen Euphratstrom hier? It's dried up. Er ist ausgetrocknet oder wird ausgetrocknet. This raven, how long was this raven to fly to and fro from? Wie lange sollte dieser Rabe hier hin und her fliegen? Until the waters dried up, Bis right? die Wasser ausgetrocknet waren. Okay, so you can see how these things link together, right? Wir können sehen, wie diese Dinge sich hier miteinander verknüpfen. Now look what it says in verse 15. Lesen wir jetzt Vers 15. And the four angels were loosed, which were prepared for an hour, a day, and a month, and a year, for to slay the third part of men. And the number of the army, the horsemen, were 200,000, and I heard the number of them. Bis Vers 16. So in Revelation 7, when the four winds are held, he says, I heard the number of them. Also in Offenbarung 7, wenn die 4 Winde gehalten werden, sagt er, ich hörte ihre Anzahl. And when right here, when the four winds are loosed, he says, and I heard the number of them. Und auch hier, wo die 4 Winde gelöst werden, sagt er wieder, ich hörte ihre Anzahl. First one is referencing the righteous, right, God's people. Die erste Darstellung stellt die Gerechten dar, Gottes Volk. And here it's representing the wicked. Und hier stellt es die Gottlosen dar. And ultimately, this is a reference to the two groups of people at the end of the world, right? Und letztendlich ist das einfach eine Darstellung dieser 2 Gruppen von Menschen hier am Ende der Welt. Satan's kingdom or God's kingdom. Und zwar Satans Königreich oder Gottes Königreich. Right? Richtig? So, you can see that directly linked to the four angels loosing the four winds is a numbering of the people. Deswegen, wir können hier sehen, dass wenn die 4 Engel die Winde lösen, findet hier auch immer ein Zählen von Leuten statt. Okay, go to Revelation 11. Gehen wir jetzt zur Offenbarung Kapitel 11. Now, last night Lawrence was pretty much dealing with just the two anointed ones, or the two angels. Also gestern abends haben wir uns mit den 2 Gesalbten oder diesen 2 Engeln beschäftigt. And I don't know exactly why it's in some instances, like in Ezekiels vision, there's 4 of them, but in other visions there's only 2 of them. Und ich verstehe noch nicht ganz, warum in manchen Darstellungen es immer nur 2 gibt oder in manchen Darstellungen dann diese 4 gibt. Okay, but they're both the same illustration. Aber sie sind letztendlich beide dieselbe Darstellung. Because, you know, when you look at Solomon's temple, you had the 2 on the ark, and then you had the 2 either side of that, making 4, right? Denn wenn wir uns den salomonischen Tempel anschauen, dann hatten wir diese 2 auf der Bundeslade und diese 2 großen an rechts und links daneben stehen. But let's read verse 3. Aber lass uns jetzt Vers 3 lesen. And I will give power unto my 2 witnesses, and they shall prophesy 1,260 days clothed in sackcloth. These are the 2 olive trees and the 2 candlesticks standing before the God of the earth. And if any man will hurt them, fire proceedeth out of their mouth, and devoureth their enemies. And if any man will hurt them, he must in this manner be killed. These have power to shut heaven, that it rain not in the days of their prophecy, and have power over waters to turn them to blood, and to smite the earth with all plagues as often as they will. Bis Vers 6 haben wir gelesen. What do the 2 witnesses have power to do? Also was haben die 2 Zeugen Kraft zu tun? To loose the plagues and to hold the plagues, Die right? Plagen zu lösen, aber auch zu halten. Now what's important to see, right? It says, these have power to shut heaven, that it rain not in the days of their prophecy. Vers 6 haben wir nochmal gelesen. How long was the heaven shut up for? Wie lange waren die Himmel verschlossen? 3.5 years, which is 1260. 3,5 Jahre und das ist 1260. So it directly links this symbol of the 1260 to the plagues, right? Deswegen wird jetzt hier das Symbol der 1260 mit den Plagen verbunden. Right?
Richtig? That's what we've been doing. We've been showing that the 1260 is a symbol of the plagues. Und das ist, was wir oftmals schon gezeigt haben, dass die 1260 letztendlich ein Symbol für die 7 letzten Plagen ist. Right? So, although the 7 plagues come here, the Lord holds them so that they're still mixed with mercy. Und obwohl hier schon am Sonntagsgesetz die 7 letzten Plagen kommen werden, sind sie immer noch mit Gnade vermischt. Okay. Zu diesem Zeitpunkt. Now go to Matthew chapter 16, Gehen wir jetzt zu Matthäus Kapitel 16, verses 18 and 19. Matthäus 16, Verse 18 bis 19. Scott, you want to read those 2 verses for me, please? Verse 18 bis 19. And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Okay, what's this telling us? Was sagt uns das hier? Who is Peter? Wer ist Petrus? What does Peter mean? Was bedeutet der Name Petrus? Little rock. Little stone, right? Kleiner Stein. Now, and who was it? In Marius' Sabbath school, he was talking about the rocks being hewn out of the quarry, right? In der Sabbatschule haben wir darüber gelesen, wie die Steine aus dem Steinbruch herausgebrochen werden. And where were those stones to be placed? Und wo sollten diese Steine hinplatziert werden? On the rock, right? Auf den Felsen, auf das Fundament. So Peter represents somebody who has Christ in them, right? Also Petrus repräsentiert also jemanden, der Christus in sich hat. Right? So he's built upon the foundation, right? Er ist auf diesem wahren Fundament aufgebaut. So it's always talking about these 2 foundations here, right? Es spricht also immer über diese 2 Fundamente hier, die man hat. So Peter's been built upon this foundation, right? Petrus ist auf diesem Fundament aufgebaut Peter now typifies Christ. und right? somit typifiziert jetzt Petrus Christus. So what's been given to Peter? Und was wird dem Petrus jetzt hier gegeben? Power to bind. Power to bind and to loose, right? Kraft, um zu binden und zu lösen. Okay, so remember the 2 anointed ones. Sister White has this nice quote where she says, "Angels of God come down to pour oil into the Preacher. the preacher or the shepherd, and he then gives that oil to God's people." Ellen White hat dieses Zitat, wo sie sagt, dass Engel Gottes kommen und das Öl dann in den Prediger geben und der kann es dann weitergeben an die Versammlung. So in this sense, you become the anointed one that has power to loose and to bind. Und in right? diesem Sinne wirst du dann zu diesem Gesalbten und du erhältst Kraft, um zu lösen und zu binden. Because it's the 2 anointed ones that come face to face with death right here. Denn right? es sind ja auch die 2 Gesalbten, die hier mit dem Tod ins Angesicht kommen werden. But why are you not to fear? Aber warum sollst du keine Furcht haben? Because you have power to loose and to bind, right? Weil du Kraft bekommen hast, zu lösen und zu binden. Okay. Now go to Revelation chapter 5. Gehen wir jetzt zur Offenbarung Kapitel 5. We made this point the other day, but I just want us to... In verse 8, Offenbarung 5, Vers 8. it says, "And when he had taken the book, the 4 beasts and 24 elders fell down before the Lamb, having every one of them harps and golden vials full of odors, which are the prayers of the saints." Right? So, what do they have? Each one of these, it says these these 4 beasts, what do they have in their hands? Was haben diese 4 Tiere in ihrer Hand? Golden vials. Yeah, they have harps, but we're not dealing with that so much. But they have these golden vials full of odors, right? Also sie haben hier diese goldenen Gefäße voller Weihrauch.
Okay, what was in those golden vials? Und was war in diesen goldenen Gefäßen? Wrath, no. Prayers of the saints. Just stick with the narrative. What caused the odors to come out of those golden vials? Was hat dazu geführt, dass dieser Weihrauch aus diesen Gefäßen aufsteigen konnte? Sorry? Okay, so what was in the golden vials? That's what I'm asking. Also das Feuer, aber was war dann in diesen goldenen, How can there be fire in the vial? in Gefäßen sein? Wie kann da Feuer in diesen What's Gefäßen sein? in that vial for there to be fire? Was ist in den Gefäßen, damit da Feuer drin sein kann? The coals, right? Das waren diese Kohlen, diese heißen Kohlen. So he was to go and he was to take coals from the golden altar and they put it into this thing, right? And then they put the incense on the top and it burned and it was a symbol of Also er the sollte prayers, right? gehen und vom goldenen Altar die heißen Kohlen nehmen, in das Gefäß tun und den Weihrauch dann da drauf legen und dann hat es geraucht. Right? Richtig? So go to Revelation 15 and verse 7. Gehen wir jetzt zur Offenbarung Kapitel 15 und dann Vers 7. It says, in fact, David, you want to read that for us? 15:7. Offenbarung 15, Vers 7. And one of the four beasts gave unto the seven angels seven gold vials full of the wrath of God, who liveth forever and ever. So these four beasts which have these golden vials, what are they now doing? Also diese 4 Tiere, die dieses goldene Gefäß haben, was tun sie hier? Oder zumindest einer von denen. What does it say they're doing? Steht es hier, was macht dieses Tier? Gives the vials. They're giving golden vials to another 7 angels, right? Also, it says one, does it, not all. One of the four beasts gives Yeah, to the but it seven. doesn't matter. It's still coming from the 4 beasts. That's the But point. no, I right? just want to be precise. Also eines dieser 4 Tiere gibt jetzt hier diese goldenen Gefäße zu den 7 Engeln. Right? Richtig? But it says these golden vials are filled with the wrath of God, right? Aber steht hier, dass diese goldenen Gefäße hier mit dem Zorn Gottes gefüllt sind. Now, how can we understand that? If you just go to Revelation 8. Wie können wir das jetzt verstehen? Was bedeutet das? Gehen wir zur Offenbarung Kapitel 8. This is back to when Christ, when he's standing at this golden altar. Und das ist jetzt, wo Christus hier am goldenen Altar steht. And when he's standing at the golden altar, there's these 7 angels, and they've got these 7 trumpets, right? Wenn er hier am goldenen Altar steht, da gibt es ja auch wieder diese 7 Engel, die diese 7 Posaunen haben. And these 7 trumpets typify the 7 last plagues. Right? We Und need to diese 7 understand. Posaunen, die schatten auch die 7 letzten Plagen voraus. Right? But look what Christ does. Aber lass uns schauen, was Christus hier tut. Verse 4. Lesen wir Vers 4. And the smoke of the incense which came up with the prayers of the saints ascended up before God out of the angel's hand. Whose hand is it talking about? Von wessen Hand spricht es hier? Christ, right? Es ist Christi Hand. This is the high priest standing before the golden altar. Er ist der Hohepriester, der hier vor dem goldenen Altar steht. And the angel took the censer and filled it with fire of the altar and cast it unto the earth, and there were voices and thunderings and lightnings and an earthquake. So, Bis Vers 5 haben wir gelesen. what did he do with the golden altar? Was hat er mit dem Golden Censer? Golden censer, sorry. Was hat er mit dem goldenen Gefäß gemacht? He cast it down, right? Er hat es niedergeworfen. So go to Ezekiel, Gehen wir chapter, jetzt chapter 11. zu Hesekiel Kapitel 11. And in chapter 10, you have this exact same vision again as you see in Ezekiel 1, about these 4 cherubims, right? Und in Hesekiel 10 haben wir genau dieselbe Vision wie in Kapitel 1. Da sieht er diese 4 Cherubim. And in fact, go not Revelation 11, go to Revelation 10, Ezekiel 10, excuse me. Gehen wir zu Hesekiel 10.
And just go down to verse 5. Dann gehen wir zu Vers 5. In fact, just let's begin in verse 1, right? You get the... Lass uns doch in Vers 1 beginnen, damit wir einen Kontext haben. And this is a vision of God's glory departing from the temple. Und das ist eine Vision von Gottes Herrlichkeit, wie sie den Tempel verlässt. When God's glory departed from the temple, what was said? Und als Gottes Herrlichkeit den Tempel verließ, was wurde gesagt? Ichabod, right? Ichabod. It's the close of probation, right? Das ist das Ende der Gnadenzeit. The midnight cry is marking what? Der Mitternachtsruf markiert was? Close of probation, right? Markiert das Ende der Gnadenzeit. It says, Then I looked and behold, in the firmament that was above the head of the cherubims, there appeared over them as it were sapphire stone, as the appearance of the likeness of a throne. And he spake unto the man clothed with linen, and said, Go in between the wheels, even under the cherub, and fill thine hand with coals of fire from beneath the cherubims, and scatter them over the city. And he went in my sight. Right? So what's the angel doing now? Was tut der Engel jetzt hier? Wir haben bis Vers 2 gelesen, also einschließlich Vers 2. He scatters them over the city, right? Er nimmt jetzt hier diese heißen Kohlen und verteilt sie über der Stadt. Now when Isaiah gets a hot coal placed upon his lips, what does it represent? Als Jesaja diese heiße Kohle auf seine Lippen bekam, was stellte das dar? It's the latter rain. Das ist Right? der Spätregen, sagt Ellen White. It's the blessing, Es ist der Segen. right? Which is, as Scott says, a purging of sins, but they're directly linked together, right? Und Gott hat auch gesagt, es ist das Reinigen der Sünde, aber das ist miteinander direkt verknüpft. So that's the blessing, right? Das ist der Segen. But what does also, if you're in disobedience, what is it? Aber wenn du ungehorsam bist, was ist das dann für dich? It's the curse, right? Das ist dann der Fluch. So what did Christ do with the golden censer with the coals in it? Was hat der Christus getan mit dem goldenen Räuchergefäß und den Kohlen da He drin? cast it to the earth, Er right? hat es auf die Erde niedergeworfen. So all those coals that are in the golden censer are being cast unto the earth, right? Deswegen all diese Kohlen, die im goldenen Gefäß sind, die sind hier auf die Erde geworfen. This is the golden censer that's been given to these 7 angels, which is it says it's the wrath of God. Das ist auch dieses goldene Gefäß, was den 7 Engeln gegeben worden ist, wo es geschrieben steht, das ist der Zorn Gottes. So when the high priest takes the golden censer and casts it to the earth, what is he saying? Deswegen, wenn der Hohepriester jetzt das Räuchergefäß nimmt und auf die Erde wirft, was sagt er dann folglich? It's done, right? Es ist His geschehen. work is finished, right? Das Werk ist abgeschlossen. As soon as his work is finished there, the 7 last plagues begin to fall. Und right? sobald das Werk abgeschlossen ist, dann fangen auch die 7 letzten Plagen an zu fallen. So when you bring all these things together, these hot coals represent the plagues falling. What fell upon Sodom? Deswegen, wenn wir all diese Dinge zusammenbringen, dann markieren diese heißen Kohlen, wie die Plagen fallen. Was fiel auf Sodom? Hot coals, right? Feuer und Schwefel, heiße Kohlen. And it burned it up, right? Und es hat Sodom verbrannt. So you can see that these 4 cherubim that have these golden vials filled with these hot coals there's a direct link between them and the angels that have the 7 last plagues. Deswegen, wir Right? sehen halt, wie diese 4 Cherubim, die diese Gefäße haben mit den Gebeten und diesen heißen Kohlen drin, sie haben einen direkten Bezug zu den 7 Engeln, die dann die 7 letzten Plagen ausgießen. And if you just go to Revelation 16 verse 1, Wenn wir jetzt zur Offenbarung Kapitel 16, Vers 1 gehen, then we'll just finish with our last thought. dann werden wir mit unserem letzten Gedanken hier auch zum Abschluss kommen. Offenbarung 16, Vers 1. I heard a great voice out of the temple saying to the 7 angels, Go your ways and pour out the vials of the wrath of God upon the earth, right? So you have to bring all these thoughts together and you can see that there's a direct link between Christ, the 4 cherubims, and the 7 last plagues. Also wenn wir all diese Gedanken zusammenbringen, dann können wir sehen, Is it gone out? Not yet. No, we'll finish in a moment. Right. also So wir sind sowieso jetzt gleich zu Ende,
Also man sieht halt, es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen Okay, it doesn't show anything. I thought it's so. I still have to translate the rest. What you said. Okay. Geht's jetzt weiter? Okay. Also, wenn man alle zusammenbringt, dann kann man sehen, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen Christus, den 4 Cherubim und den 7 letzten Plagen hier gibt. Okay, so I got some thoughts, but we'll just go to the conclusion. Go to Revelation 21. Okay, gehen wir jetzt zu Offenbarung 22. 21, danke. Offenbarung 21. Verse 9. Und lesen dann Vers 9. So it says, There came unto me one of the 7 angels, which had the 7 vials full of the 7 last plagues, and talked with me, saying, Come hither, I will show to thee the bride, the Lamb's wife. So in Revelation 17, right at the beginning, you have one of the angels with the 7 last plagues comes to John, right? Also auch in Offenbarung 17, Vers 1, da kommt ja auch ein Engel, der von den 7 letzten Plagen herstammt und redet dann mit Johannes. But he says, I'm going to show you the punishment upon the whore. Aber in Offenbarung 17 sagt er, ich werde dir das Gericht über die große Hure zeigen. Right, so basically he's showing you the two groups, right? One is getting the punishment, the other one is getting the blessing. Deswegen hier werden uns letztendlich diese 2 Gruppen dargestellt. Die eine, die die Bestrafung bekommt und die andere, die den Segen erhält. Okay, so in verse 10, Lesen wir jetzt weiter in Vers 10. Offenbarung 21, Vers 10. so he says, I'm going to show you the bride, right? In Vers 9 sagt er, ich werde dir die Braut zeigen. And he carried me away in the spirit to a great and high mountain, and showed me that great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God, having the glory of God. And her light was like unto a stone most precious, even like a jasper stone, clear as crystal. And had a wall great and high, and had 12 gates, and the gates 12 angels, and names written thereon, which are the names of the 12 tribes of the children of Israel. On the east 3 gates, on the north 3 gates, on the south 3 gates, and on the west 3 gates. And the wall of the city had 12 foundations, and in them the names of the 12 apostles of the Lamb. And he that talked with me had a golden reed to measure the city, and the gates thereof, and the wall thereof. So this angel, what did he have in his hand? Bis Vers 15. Was hat der Engel in der Hand? A measuring rod, right? Eine Messschnur oder einen Messstab. It says, and the city lieth 4 square, right? Vers 16. What else was 4 square? Also die Stadt ist hier viereckig. Was war noch viereckig? And this city is like a cube, right? It's 4 square, right? Also dieser Altar war auch viereckig und die Stadt ist also wie ein Würfel. So viereckig. if those horns are on the 4 corners, what does it represent? Also wenn diese 4 Hörner jetzt an diesen 4 Ecken sind, was stellt das dar? Okay, just think about the city in relation to, if it's typifying this altar, what does the horns of the 4 corners represent? Also wenn ihr jetzt diese Stadt betrachtet und in Bezug zum Altar setzt, was stellen diese 4 Hörner dar? What does Cestius do? Was tut Cestius? Surrounds him. He surrounds the city, right? Er umlagert die Stadt. So what's those 4 horns on the 4 corners representing? Deswegen, was stellen also diese 4 Hörner an den 4 Ecken dar? It's the Jerusalem being surrounded, right? Das ist Jerusalem, wie es umlagert ist. Okay, so it says,
And the city lieth foursquare, and the length is as large as the breadth, because he was told to measure the length and the breadth, right? Die Länge ist so groß wie die Breite. Er sollte die Länge und die Breite messen. And he measured the city with the reed 12,000 furlongs. The length and the breadth and the height of it are equal. So what does he measure here? Also was misst er hier in Vers 16? No, what does it say? He says he measured the city with the reed 12,000 furlongs. Also er hat jetzt die Stadt mit diesem Stab gemessen und zwar 12.000 Stadien groß. Right? So last verse, go to Revelation 15. Letzter Vers, gehen wir zur Offenbarung 15. I know that it said it. It's 14. Is it verse 14? No, Maybe. chapter 14. Furlongs. Yes. Das ist Chapter 14. Okay, that's what I read. I'm looking in the wrong place, that's why. Okay, yes. Go to chapter 14, excuse me. Gehen wir zu Kapitel 14. And if you go to verse 18, Gehen wir zu Vers 18. it says, And another angel came out from the altar, which had power over fire, and cried with a loud cry to him that had the sharp sickle, saying, Thrust in thy sickle, and gather the clusters of the vine of the earth, for our grapes are fully ripe. And the angel thrust in his sickle into the earth, and gathered the vine of the earth, and cast it into the great winepress of the wrath of God. And the winepress was trodden without the city, and blood came out of the winepress, even unto the horse bridles, by the space of 1,600 furlongs. Right? So, you have two measurings, right? Also wir haben hier zweimal dieses Messen, richtig? One measuring is measuring the city, and it's represented by these 12,000 furlongs. Also einmal wird die Stadt gemessen und das sind dann diese 12.000 Stadien, die And gemessen wurden. The other measurement here is where he's putting in this sickle, he's pouring out the 7 last plagues upon this unholy group, right? And it's, Und das andere Messen ist hier, wo er die Sichel reinbringt, wo er jetzt diese 7 letzten Plagen über diese Unheiligen hier bringt. and it says by the space of 1,600 furlongs. So Und these two measurements are directly to show you the difference between the good and the evil. Vers 20 steht dann, das sind diese 1600 Stadien und sind diese beiden Maße, ja, die uns dann hier den Unterschied geben zwischen diesen beiden Gruppen. And we know at the end of the world, when Christ is standing on this holy city, they come and they surround the city, and what comes out of the sky? Und wir wissen, am Ende der Welt, also nach den 1000 Jahren, dann wird ja nochmal die heilige Stadt umlagert und was kommt dann aus dem Himmel? Fire out of heaven, right? Feuer aus dem Himmel. These fire stones, and they come down and burn them up, right? Also dieses Feuer fällt hinab und verzehrt sie alle. You can see all the correlation between all these things. Können wir die Zusammenhänge zwischen den ganzen Dingen erkennen? Right. So the Lord is opening us up to these things very deep, right? Der Herr fängt also an, uns diese ganzen tiefen Dinge hier aufzutun. So we need to really compare these things very closely. Deswegen wir müssen diese Dinge wirklich sehr genau miteinander vergleichen. But can everybody see the relationship between those 4 cherubim and the 4 plagues? Also and the 7 last plagues, kann jeder den Zusammenhang sehen zwischen den 4 Cherubim und den 7 letzten Plagen, which is the 4 winds. was auch die 4 Winde sind. Yes. Okay. Let's close with prayer. Lass uns mit dem Gebet abschließen. Dear Heavenly Father, Lieber himmlischer Vater, Father, thank you once more for all these new connections. ich möchte dir ein weiteres Mal danken für all diese neuen Verbindungen
And I'm asking for your help, Und ich bitte für deine Hilfe, that you please help us to see what you are trying to teach us. dass wir bitte erkennen können und verstehen können, was du uns damit lehren möchtest. I want to ask you, Father, that you bless us these days. We going to achieve as much as possible. Und Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns heute diesen Tag segnest, dass wir so viel wie möglich auch erledigen können. Help us to be guided from your thoughts, Hilf uns, dass wir von deinen Gedanken angeleitet werden. and I want to ask you that you please continue to bless this message and all the people that are trying to obey it. Und ich bitte dich, dass du weiterhin diese Botschaft segnest und all diejenigen, die danach trachten, auch dieser Botschaft zu gehorchen. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen. Amen.